Martin wählte seine toxische Mutter statt Lena, letzte Folge. Hör auf, Mama. Es ist doch klar, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht täuscht sie es vor. Luisa. Das reicht. Benimm dich nicht so gegenüber jemandem, der krank ist. Ihr stellt euch alle auf ihre Seite. Das ist nicht, was wir meinen. Ich habe für alle gekocht, und das ist, was ich dafür bekomme. Dann esse ich eben Lenas Portion. Nein. Fass es nicht an. Was ist los? Warum schreist du? Ich kann dich einfach nicht etwas essen lassen, das kalt geworden ist. Es ist in Ordnung. Ich habe gesagt, hör auf. Ohne zuzuhören, nahm Martin meinen Teller. Was zum Teufel? Das schmeckt nach Essig. Es ist nicht das erste Mal. Einmal bekam ich eine Suppe voller Fischgräten. Mama, was ist das? Ich habe nichts gemacht. Du hast mich falsch verstanden. Auf keinen Fall. Dieses Essen ist ekelhaft. Papa, probier es. Als Martin es seinem Vater anbot, riss Luisa den Teller weg. Wenn es so schlimm ist, dann ess es einfach nicht. Ich will nur wissen, warum Lenas Essen immer so anders ist. Vielleicht hat sie es selbst so gemacht. Genug. Du lässt Lena nie in der Küche helfen. Ich fange an zu glauben, dass das Absicht war. Ich stimme zu. Na gut. Ich werde nie wieder kochen. Später, auf einer Geschäftsreise, sah ich Luisa mit einem jungen Mann vielleicht in seinen 20ern. Sie hielten Händchen und saßen dicht beieinander in einem Café. Ich habe ein Video aufgenommen, als sie sich küssten. Dann betraten sie gemeinsam ein Hotel. Würdest du wollen, dass deine Eltern etwas Beschämendes tun? Was? Warum fragst du? Weil es nicht meine Eltern sind. Es sind deine. Ich habe deine Mutter mit einem Mann gesehen und ich habe es auf Video. Was? Das ist ekelhaft. Aber ehrlich gesagt, ist es nichts Neues für mich. Du bist nicht schockiert? Sie hat vor Jahren betrogen. Papa hat ihr um der Familie willen verziehen. Aber dieses Mal vielleicht nicht. Also, was machen wir jetzt? Ich werde eine Privatdetektive beauftragen. Kann ich unser Erspartes benutzen?
Es lohnt sich. Einen Monat später. Wir haben den Bericht bekommen. Geben wir ihn Mama. Warum gibst du es nicht deinem Vater und lässt ihn entscheiden? Nein. Ich will, dass sie fühlt, was sie dich fühlen ließ. Sie wird sehen, wie es ist, verraten zu werden. Gute Arbeit, Martin. Ich werde vorher mit Papa sprechen. Er verdient die Wahrheit. Aber wird ihn das nicht verletzen? Das ist ihre Verantwortung. Handlungen haben Konsequenzen. Du hast recht. Wir haben an dem Wochenende unseren Sohn bei meinen Eltern gelassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.